Hallo liebe Häkelfreunde, da ich schon sehr viele Anfragen bekommen habe, wie man das Babykleidchen Ocean größer häkeln kann, habe ich mich entschlossen, ein ähnliches Kleidchen für euch zu häkeln. Dieses Kleidchen könnt ihr in diversen Größen nachhäkeln und ich wünsche euch wie immer viel Freude und Spaß damit. Für dieses Mädchenkleid nehme ich die Korsika von Gründel, das ist ein Baumwollmischgarn, so ein Knäuel hat 100 Gramm und 246 Meter Lauflänge. Ich nehme 2 Farben davon und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle für die Größe 104, 110, 68 Luftmaschen. Und ich häkle sie locker. Und die anderen Angaben für die anderen Größen schreibe ich euch unten hin. Und wenn ich 68 Luftmaschen gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich habe 68 Luftmaschen gemacht, locker, und bei mir sind das ungedehnt gemessen ca. 44 cm. Auf 1-2 cm mehr oder weniger kommt es hier aber nicht an. Und jetzt hole ich einen Umschlag, lasse 3 Luftmaschen aus und in die 4. häkle ich ein Stäbchen. Somit haben wir schon 2 Stäbchen gemacht. Dieses erste hier ist ein Ersatzstäbchen und wir häkeln jetzt auf jede Luftmasche, die kommt, ein Stäbchen drauf und wir müssen auf 66 Stäbchen kommen, beziehungsweise auf die Zahl, die eurer gewünschten Größe entspricht. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 66 Stäbchen gehäkelt und wende die Arbeit, also inklusive Ersatzstäbchen. Häkle 3 Luftmaschen, auch die zählen wieder als erstes Stäbchen, und häkle auf jedes Stäbchen der Vorrunde wieder ein Stäbchen drauf, sodass wir wieder inklusive dieses ersten hier 66 Stäbchen bzw. dieselbe Zahl wie in der ersten Reihe erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe fertig mit der Reihe und ganz wichtig, damit wir einen schönen Rand bekommen, ist, das letzte Stäbchen muss unbedingt in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde, damit wir nicht an Höhe verlieren. Also unbedingt die 3. Luftmasche, und da ist es sehr hilfreich, wenn man am Anfang der Reihe die Luftmaschen nicht klitzeklein macht, sondern mindestens so groß wie ein normales Stäbchen von der Höhe her. Also die 3 Luftmaschen müssen von der Höhe her einem Stäbchen entsprechen. Und dann, wenn die eine gewisse Größe haben, kann man am Ende der Reihe gut in die 3. Luftmasche einstechen.
und erhält einen schönen Rand. Und jetzt in dieser Reihe verdopple ich die Maschenanzahl. Das erste Stäbchen habe ich sozusagen schon gemacht und häkle jetzt gleich in die erste Einstichstelle, wo das erste Stäbchen schon herauskommt, ein zweites Stäbchen dazu und häkle in jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen, sodass wir auf die doppelte Anzahl der Vorrunde kommen, in meinem Fall 132. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch hier kommt unbedingt ins letzte, also ins Ersatzstäbchen, in die dritte Luftmasche noch 2 Stäbchen. Und ich habe jetzt 132 und diese Zahl muss unbedingt stimmen, also für eure Größe die richtige Zahl, die muss passen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt häkle ich für die Größe 104, 110 5 Reihen Stäbchen, die anderen Reihenzahlen schreibe ich euch unten hin. 5 Reihen Stäbchen mit derselben Anzahl Stäbchen, also bei mir 132, sodass ich dann insgesamt 8 Reihen habe und wie gesagt, die anderen Reihenzahlen schreibe ich euch unten hin und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 8 Reihen insgesamt Stäbchen gemacht, also von der Anschlagreihe weg gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und habe jetzt zwischen 10 und 11 cm. Ich schreibe euch wieder die anderen Zahlen unten hin und jetzt mache ich Folgendes. Diese Farbe brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr, die schneide ich jetzt ab und nehme die zweite Farbe dazu. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfärbig machen, dann braucht ihr keinen Farbwechsel zu machen. Ich mache jetzt 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, häkle aufs nächste Stäbchen ein Stäbchen. Somit habe ich 2 Stäbchen gemacht und mache jetzt um das Stäbchen herum, das wir soeben gemacht haben, eine Noppe. Das heißt, ich hole einen Umschlag, steche um das Stäbchen herum, hole den Faden durch, hole einen Umschlag, steche noch einmal um das Stäbchen herum, hole den Faden durch und das Ganze noch ein drittes Mal, masche alle gemeinsam ab, hole einen Umschlag, lasse ein Stäbchen aus und häkle ein Stäbchen. Das Ganze sieht so aus, ich zeige es euch gleich noch einmal. Ich hole einen Umschlag, steche um das Stäbchen herum, hole den Faden einmal durch, ein Umschlag, hole den Faden zweimal durch, ein Umschlag und ein drittes Mal, masche alle gemeinsam ab, hole einen Umschlag, lasse ein Stäbchen aus und häkle ein Stäbchen und um jedes Stäbchen häkle ich so eine Dreiernoppe, immer eins auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Noppe ans Stäbchen dran häkeln, eins auslassen, ein Stäbchen häkeln. Das Ganze sieht so aus. Auf jedem zweiten Stäbchen ist ein Stäbchen mit Noppe.
Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben 2 Stäbchen übrig. Das passt. In die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens kommt noch ein Stäbchen hinein als Begrenzung. Und jetzt wende ich die Arbeit. Bei mir haben sich 65 Noppen ergeben bei 132 Stäbchen. Die anderen Zahlen schreibe ich euch wieder unten hin. Und wir machen noch eine Reihe mit Noppen. Dazu machen wir zunächst 3 Luftmaschen. Und jetzt brauchen wir ein Stäbchen hier gleich in dieser ersten Einstichstelle. Das brauchen wir, da müssen wir die Noppe rundum häkeln oder dran häkeln. Und wir machen wieder so eine Noppe an dieses Stäbchen dran. Und häkeln immer ein Stäbchen hier in diese größere Masche zwischen den Noppen. Dann wieder eine Noppe dran häkeln. Und ein Stäbchen immer in diese große Masche zwischen den Noppen. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so, das sieht so aus. Und am anderen Ende sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier brauchen wir am Ende der Reihe noch ein Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche. Und im Moment sieht das Ganze so aus. An den Noppen dürft ihr ruhig ordentlich einmal ziehen, damit die richtige Weite erreichen. Und jetzt habe ich für die Größe 104-110 ungefähr 13 bis 14 cm. Und die anderen Zahlen schreibe ich euch wieder unten hin. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich schließe mit einer Kettmasche zur Runde und zwar in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Eine Kettmasche, häkle 3 Luftmaschen und häkle gleich in dieses Kästchen sozusagen in die Lücke ein zweites Stäbchen dazu. So haben wir 2 Stäbchen und jetzt springe ich von Lücke zu Lücke und häkle in jede Lücke 2 Stäbchen. Und bei der Größe 104-110 häkle ich, bis ich 20 Stäbchen habe. Und die anderen Zahlen schreibe ich euch unten hin. 2, 4, 6, 8. Und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 20 Stäbchen gehäkelt. Und für die Größe 104-110 lasse ich jetzt 13 solche Kästchen oder Lücken aus. Also ich zähle 13 Lücken, die anderen Zahlen schreibe ich euch unten hin. Und auf jeden Fall die Lücken zählen, nicht die Noppen zählen, sondern die Lücken zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die lassen wir aus und in die nächste, also in die 14. kommen wieder 2 Stäbchen. Somit haben wir den Ärmel abgeteilt, den ersten. Und jetzt häkle ich für die Größe 104-110 insgesamt 40 Stäbchen.
inklusive dieser beiden. Also das sind schon die ersten 2 und ich häkle, bis ich 40 insgesamt habe und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 40 Stäbchen gehäkelt. Die anderen Zahlen habe ich euch unten hingeschrieben. Und jetzt machen wir dasselbe mit dem zweiten Ärmelchen. Wir zählen wieder 13 Lücken, beziehungsweise die Zahl, die für eure Größe angegeben ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und in die 14. Lücke kommen die nächsten beiden Stäbchen. Und jetzt muss ich auf dem zweiten Rückenteil dieselbe Anzahl ergeben wie auf dem ersten. Also ich habe die Reihe mit 20 Stäbchen begonnen und auf dieser Seite müssen genau wieder dieselbe Anzahl herauskommen. Das werden wir gleich kontrollieren. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und die letzten beiden, da mache ich 1 in die Lücke, Nummer 19 und 1 auf das Stäbchen drauf ist die Nummer 20. Und so sind wir rundherum gekommen und jetzt schließe ich wieder mit einer Kettmasche zur Runde und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben auf beiden Seiten die Ärmelchen abgeteilt und jetzt habe ich für die Größe 104, 110, 80 Stäbchen. Ihr habt natürlich eventuell eine andere Zahl, aber die schreibe ich euch unten hin. Und es ist auf jeden Fall, wenn ihr alles richtig gemacht habt, eine Zahl, die durch 4 teilbar ist. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, häkle weitere 2 Stäbchen nebeneinander und häkle dann ein Reliefstäbchen von vorne. Ein Reliefstäbchen von vorne bedeutet, wir stechen nicht in den Kopf der Masche, sondern um das Stäbchen herum, also vor dem Stäbchen einstellen, hinter dem Stäbchen herausstechen, den Faden holen und länger ziehen, damit es die gleiche Höhe erreicht wie die anderen Stäbchen und dann abmaschen wie ein normales Stäbchen. Dann schiebt ihr am besten dieses Reliefstäbchen ein bisschen nach rechts, sodass der nächste Maschenkopf frei wird. Hier kommen wieder 3 Stäbchen nebeneinander. Und das nächste ist wieder ein Reliefstäbchen von vorne, also wie gesagt jedes 4. Stäbchen als Reliefstäbchen von vorne und hier dran denken, den Faden heraufzuholen, damit die nicht kürzer werden als die anderen Stäbchen. Dann zur Seite schieben, dann seht ihr den nächsten Maschenkopf, da kommt das nächste Stäbchen hinein, wieder 3 nebeneinander und das 4. als Reliefstäbchen von vorne und immer dran denken, den Faden heraufzuziehen, sodass diese Stäbchen dieselbe Höhe haben wie die anderen. Und das machen wir jetzt die ganze Runde so.
und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe hier noch einen Zwischenstopp eingelegt, um Missverständnisse zu vermeiden. Also auch hier unter dem Arm ganz normal ein Reliefstäbchen von vorne häkeln und dann wieder 3 normale Stäbchen nebeneinander. Also auch unter dem Arm geht das ganz genau gleich. Alle Stäbchen behäkeln. Es müssen am Ende wieder dieselbe Anzahl herauskommen wie in der Vorrunde. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig und das letzte Stäbchen ist wieder ein Reliefstäbchen von vorne und dann schließen wir in die dritte Luftmasche zur Runde und beginne wieder mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen auf die normalen Stäbchen drauf und häkle wieder das Reliefstäbchen von vorne aus der Vorrunde wieder als Reliefstäbchen von vorne. Jetzt erkennt man das schon sehr gut und wieder dran denken, den Faden heraufzuziehen, damit die Reliefstäbchen nicht kürzer werden als die anderen Stäbchen. Wieder 3 nebeneinander und jedes vierte ist das Reliefstäbchen von vorne. Und hier, ich zeige es euch gleich noch einmal, ist es am einfachsten, wenn ihr nach dem Reliefstäbchen das immer ein bisschen nach rechts schiebt, dann wird der Maschenkopf frei, den wir als nächstes behäkeln müssen. Und das mache ich jetzt diese Runde so und noch eine weitere Runde genau gleich wie diese. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 3 Reihen mit diesen Reliefstäbchen in dieser Einteilung gemacht. Jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, häkle 2 weitere Stäbchen nebeneinander und in das Stäbchen vor dem Reliefstäbchen, also ins dritte Stäbchen, da häkle ich 2 Stäbchen hinein. Also dann haben wir jetzt 4, dann kommt das Reliefstäbchen von vorne, dann 2 Stäbchen nebeneinander und ins dritte Stäbchen kommen 2 Stäbchen. Dann wieder das Reliefstäbchen von vorne, 2 Stäbchen nebeneinander und 2 Stäbchen ins dritte Stäbchen, also in das Stäbchen vor dem Reliefstäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet, beziehungsweise diese 2 Reihen. Und jetzt häkle ich mit der neuen Maschenzahl weitere 5 Reihen. Also ganz genau gleich, nur dass wir jetzt zwischen den Reliefstäbchen immer 4 Stäbchen haben. Und wie gesagt, ich mache jetzt 5 identische Reihen mit dieser neuen Maschenzahl mit 4 Stäbchen
zwischen den Reliefstäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ab der Passe insgesamt 10 Reihen, 9 Reihen davon mit den Reliefstäbchen. Jetzt häkle ich wieder 3 Luftmaschen, häkle wieder bis zum Reliefstäbchen hin und in dieses Stäbchen vor dem Reliefstäbchen mache ich wieder 2 Stäbchen, sodass wir jetzt 5 Stäbchen immer zwischen den Reliefstäbchen haben. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Also immer ins Stäbchen vor dem Reliefstäbchen kommen 2 Stäbchen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und jetzt häkle ich das Kleidchen mit dieser Maschenzahl ein Stück hinunter und ich schreibe euch die Zentimeterangaben für die verschiedenen Größen unten hin. Also einfach mit dieser Maschenzahl weiterarbeiten. Solltet ihr das Kleidchen noch weiter haben wollen, könnt ihr natürlich auch noch einmal zunehmen. Ich mache das nicht. Ich mache jetzt so weiter mit dieser Maschenzahl. Und wenn ich die gewünschte Länge erreicht habe, dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 27 cm Rocklänge für die Größe 104-110. Und natürlich könnt ihr das Kleid auch länger machen, wenn ihr wollt, oder auch kürzer, wie es euch gefällt. Und jetzt häkle ich noch 2 Abschlussreihen, und zwar genau gleich wie bei der Passe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle aufs nächste Stäbchen ein Stäbchen drauf und da häkle ich wieder eine Noppe dran, so wie wir es bei der Passe schon gemacht haben. Dann wieder eins auslassen, ein Stäbchen mit Noppe dran, eins auslassen, ein Stäbchen mit Noppe und so weiter. Auf jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen mit Noppe und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. Am Schluss bleiben 2 Stäbchen übrig. Da häkle ich noch ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen, häkle hier noch eine Noppe dran und schließe dann in diese Lücke zwischen dem Ersatzstäbchen und der Noppe, da schließe ich in diese Lücke, häkle wieder ein Ersatzstäbchen mit 3 Luftmaschen und noch ein zweites Stäbchen dazu und da häkle ich wieder eine Noppe dran und dann immer ein Stäbchen in diese größere Masche zwischen den Noppen, jeweils ein Stäbchen mit Noppe dran. Und ich mache wieder die ganze Runde und zeige euch dann noch einmal, wie man die Runde schließt. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt rundherum gehäkelt.
Eine Noppe ist noch übrig. Hier ist noch das letzte Stäbchen vor der Noppe. Da häkle ich noch eine Noppe dran, schließe dann wieder in die Lücke hinein, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den Halsrand noch verschönern. Bis gleich. Willkommen zurück. Beim Halsrand mache ich das folgendermaßen. Wir befinden uns auf der schönen Seite im Moment, also außen. Und ich beginne aber am inneren Rand, also auf der weniger schönen Seite. Und zwar steche ich einfach zwischen die ersten beiden Stäbchen ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten Diese beiden Fäden können wir gleich mit einhäkeln. Ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann wieder in dieselbe Lücke eine feste Masche und springe dann von Lücke zu Lücke. Die Fäden führe ich hinten mit und häkle sie ein und häkle in jeden Zwischenraum, also immer zwischen die Stäbchen hinein, eine feste Masche. Und ich mache sie nicht klitzeklein, sondern hole immer den Faden etwas herauf und masche dann ab. Und das mache ich bis zum anderen Ende, also bis wir hier wieder ankommen, hier oben, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am anderen Ende des Halsausschnittes angekommen und jetzt wende ich die Arbeit und jetzt häkeln wir wieder auf der schönen Seite weiter. Und zwar beginne ich mit 3 Luftmaschen, häkle ein Stäbchen auf die nächste feste Masche und da häkle ich wieder eine Noppe dran, lasse eine feste Masche aus und auf jede zweite kommt wieder ein Stäbchen mit Noppe, das kennt ihr jetzt schon, und das machen wir wieder bis zur anderen Seite des Halsausschnittes und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder am anderen Ende angekommen und mir bleibt eine feste Masche übrig. Ich häkle deshalb hier jetzt keine Noppe mehr dran, sondern einfach noch ein Stäbchen in die letzte feste Masche. Und jetzt häkle ich den rückwärtigen Schlitz hinunter. Dazu häkle ich zunächst eine Luftmasche und häkle dann feste Maschen. Auch hier mache ich sie nicht klitzeklein, sondern immer den Faden ein bisschen heraufziehen und schaut, dass es nicht zu viele werden, damit sich das Ganze nicht wellt, aber auch nicht zu wenige, damit es sich nicht zusammenzieht. Also es sollte möglichst flach werden, also weder so noch wellig. Und da müsst ihr einfach ein bisschen schauen, dass jede Masche ungefähr gleich viel Platz hat. Und wir sehen uns hier unten am Schlitzende, sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt hier
am Schlitzende angekommen und hier müsst ihr auch ein bisschen schauen. Ich orientiere mich hier an diesem Ersatzstäbchen. Da mache ich jetzt vor dem Ersatzstäbchen in die Lücke eine feste Masche, eine noch danach und dann häkle ich wieder hinauf bis zum Halsrand. Und da sehen wir uns wieder und auch hier könnt ihr, falls ihr einen Farbwechsel gemacht habt, die Fäden wieder mit einhäkeln und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am Halsrand angekommen und hier mache ich am Schluss noch eine Kettmasche, um das zu verbinden mit dem Halsrand. Eine Kettmasche und dann noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt würde ich, also Knopflöcher brauchen wir nicht, da könnt ihr die vorhandenen Lücken verwenden. Und ich nähe noch 3 Knöpfe an. Und zwar hier auf dieser rechten Seite von hinten gesehen. Ich werde 3 Knöpfe annähen, ihr könnt auch mehr nehmen und dann kann man das wunderbar schließen und dann heißt es nur noch die Fäden vernähen und unser Kleidchen ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten dieses entzückenden Mädchenkleids und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.